Hallo Leute, willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Rovi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind jetzt schon bei Part 32, müsst ihr sein. Und legen wir los mit dem heutigen Event. Ich habe das kurz mal angezockt. Deswegen steht hier 594, aber ich muss es abbrechen. Also ich habe, wie gesagt, mal vorhin kurz angemacht und wollte eigentlich was aufnehmen. Dann wie immer wurde ich gestört, aber es waren nur 2-3 Minuten Aufnahme. Und ich muss es abbrechen. Das schöne Event. So, machen wir ein neues. Deswegen steht auch noch 594, war noch kurz. Aber es war auch mit schlimmeres ziemlich schwer. Ich versuche mal zweimal, ob ich dann mehr Punkte bekomme. Welche Level sind die dann? Oh, 70. Ja, das war mein Team, was ich versucht habe. Das war nicht so gut. Weil schlimmeres ist nicht so geil. Also ihr Kampfstil und so war nicht so meins. Bisschen langsam, wo ich es kurz angezockt habe. Aber wir müssen wenigstens die 1000 Punkte bekommen, dass wir die 80 Urgesteine bekommen. Der Rest ist mir egal. Jetzt muss ich nur irgendwie was zusammenwürfeln. Also. Und doch, das kann man so lassen. Nee, Feuer, Elektro, zweite, dass wir es diesmal besser machen. Genau. Machen wir Beidou rein. Und statt hier machen wir so. Feuer, Elektro, Wasser. Versuchen wir es mal. Ob wir diesmal mehr Punkte machen. Jetzt haben wir mal 2, das heißt Level 70. Werden die Gegner etwas stärker. Schauen wir mehr Punkte. Das sieht doch gar nichts mehr. Das ist Level 80. Ich kann die gar nichts mehr zocken. Doch schon. Alter. Ist ja noch schlimmer. Ich zock dir ja gar nichts ab. Schon überladen machen, aber. Alter, wie kann die Schlimmeres nichts abzocken mit 40 Level stärker als die? Ich versteh's nicht. Mach ich irgendwas falsch? Überladen. Ich versuche überladen, aber so langsam wie die Attacken machen. Ja, die braucht 10 Stunden, um einmal zu schießen mit Schwert. Das ist doch lächerlich. Alter, habe ich ja vorhin bessere Punkte gemacht. Ey, ist doch lächerlich. Hab ich vergessen. Kann ich ja richtig vergessen. Come a little closer. Try not to ashes. Ashes. Drop your weapons. Bei Navi hat wenigstens abgezockt. Die war viel höhere Stärke, aber die hier. Irgendwie. Let's dance. Come a little closer. Stop right there! You asked for
Gar nichts. I knew I should have stayed home. Keine Ahnung. Let the show begin. Hands where I can see 'em. Jetzt kriegt ja auch nicht viel mehr ab. Do not attempt to resist. Go, Barbara! Drop your weapons. Kann ich vergessen. Ich zog dir gar nichts ab. Der Nagi hat wenigstens ein bisschen was abgezogen. Stop right there. Justice will prevail. Kann ich vergessen. Kann ich richtig vergessen. Drop your weapons. Richtig traurig. Noch weniger als vorhin. Neues Glück. Ja, muss ich eins versuchen. Ich versuche es noch einmal, wenn es nicht klappt, dann ist halt so. Wir haben hier dort 3000 geschafft und hier schaffen wir nicht mal 1000. Nehmen wir 2 Feuer, 2 Elektro, versuchen wir mal so rum. Ich habe nur ein Wasser. Versuchen wir mal mit Wind. Ich versuche nur einmal, da habe ich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Wenigstens 1000 Punkte oder so. Wagemut hält 30 Sekunden. Verleiht der Figur einer Pyro-Elektroschadenbonus von 50%. Erzeugt an der Position des Gegners ein Windauge, nachdem die Figur bei diesem Pyro-Elektro-Reaktion auslöst, hat das fortlaufende Gegner in der Nähe anzieht. Windauge hält 6 Sekunden. Während Wagemut aktiv ist, erscheinen Gegner anderer Kategorien. Besiege diese Gegner, um noch mehr Punkte zu sammeln. Hä? Ich muss ja schon mal den normalen schaffen, Alter. You're... My. Let's spark things. Hey, get him! No one escaped. Don't blink. The sword comes shadow. You asked for it. Incoming. Stop right there. Stand down. Katastrophe. Justice will prevail. Nowhere to hide. Let it rain. Let it rain. You're in for a little shock. Speed of light. Drop your weapons. Ein bisschen was früher. You asked for it. Jetzt klappt's. Vielleicht aber jetzt. Aber jetzt. Go. Don't blink. Try not to... Let's get down to business. Vielleicht. Hands Gibt where I es can doch see. hin. Ich hoffe es. Take a lucky day. Wir müssen hier so viel wie möglich rausholen, ey. Nee. No escape. Nein, er hat schon aufgehört. To Ah, the chase. My blade. ja, wir müssen am Anfang was rausholen. Das hab ich verkackt. Was ist das für ein Ding, Alter? Speed of light. Hey. Drop your weapons. Incoming. Hey. Nee, kann ich vergessen.
Oh. Das ist doch so. Kotze ist es. Final warning. Animal test 6308. Swirl. Mark 2. Stand clear. Eyes on me. Hands where I can see 'em. Oh, geht doch besser jetzt. Die richtigen Charaktere braucht man hier. Let's dance. Ready, steady, go! Absorption test. Absorption Test. Justice will prevail. Ein bisschen besser. Hat auch nur 500 Punkte. Hast vergessen. Drop your weapons. Ja, ey, lass mich doch jetzt. Ich hasse das alles hier. Animal test 6308. Do not attempt to resist. Stop right there. Hands where I can see 'em. Animal hypostasis simulation. Ah! Gib Feuer, genau. Mehr Feuer. Stand clear. Noch mehr Feuer. Geht doch. Doesn't hurt. Nein, wechsel Final doch. warning. You asked for it. Na, Mann. Stand down. Ich hab keinen Bock mehr. Die geben so wenig. Animal test 6308. Power that isn't hot. Hands where I can see 'em. Drop your weapons. Yeah. Aber wir kommen näher an die. Was bringt mir? Ich brauche einen Tausender. Das Team war schon mal gut. Damit kann man was reißen. Final warning. Speed of light with sword from shadow. Schauen wir wie viel. Surrender. Aber wir versuchen es nochmal einmal. Let it Dann habe ich rain. keinen Bock Go. mehr. You asked for it. Incoming. Stop right there. Nowhere to hide. Justice will prevail. No one is. Speed of light. Final. Alter. Bin ich mich schon wieder aufgehalten. You're in for a little. Incoming. You asked for it. With sword from shadow. Drop your weapons. Let's spark. Let it rain. Let it rain. Justice will prevail. Lucky day. Speed of light. Hey, You're in for a little shock. stop right there. Stop right there. Lucky day. Hands where I can see 'em. Genau. Don't blink. Nowhere to hide. Drop your weapons. Come a little close. No one escapes my My sight. blade. There's more. Boom. Justice will prevail. Den nehmen wir noch mit. Den schaffen wir eh nicht. Den schaffen wir nicht mehr. Aber auch so viel. Genau so wenig, Alter. Die zocken eh schon nichts ab, die Charaktere. Stand clear. Drop your weapons. Let the la 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 la. Enhanced animal module. To ashes. To Ashes. Hands where I can see 'em. Und hau ein bisschen was kaputt hier. Absorption test. Absorption Test. Stand clear.
weapons. You asked for it. I'll protect us. Absorption test. Absorption-Test wieder. Nee, komm jetzt. Ich krieg's nicht hin. Mit den Charakteren. Ich doch nichts ab. Stand clear. Swirl, Mark 2. Hands where I can see them. Da, so klappt's ein bisschen Final warning. was. Aber auch nicht wirklich. Eyes on me. Absorption test. Ready, steady, go! Ready, steady, go. Justice will prevail. Justice will prevail. Versuchen wir unser Bestes. Stop right there. Ja, nerv jetzt nicht. Stand down. Hands where I can see them. Ja, über 1000. Wir haben die 80 geschafft, Leute. Mit den schwachen Charakteren. 20, Level 20. Let the show begin. Ja, man muss eigentlich nur die richtigen Charaktere haben, die, Animal hypostasis simulation. wie heißt das, Elementarreaktion mit viel Streuung. Aber Chevres ist richtig schlecht dafür. Mit dem Feuer triffst du fast nichts, damit eine Elementarreaktion rauskommt. Oh, haben wir nichts geschafft, 1000. Da haben wir unsere 80 wenigstens. Urgestein, das ist das Wichtigste. Der Rest ist scheißegal. Der Rest kriegen wir auch so. Ist halt schade um die Bücher, aber das Wichtigste sind die 80 Urgesteine. Vielen Dank! Oh, ich dachte, ich schaff's nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich krieg's nicht hin. Aber wir haben es hinbekommen. Sehr schön. Niemals aufgeben, Leute. Dann kriegt ihr alles hin. So, 1-1-18. Wunderschön. Beautiful. So. Dann. Was haben wir hier? Fontaine aktuell. Wir gehen nach Arkane der Vergänglichkeit kurz. Genau. Gehen wir kurz hier rein. Dass wir kurz unser Zeugs machen können. Unsere Kantaler. Ich bin schon da. Maybe you... Einmal zack, einmal zack. Dankeschön. Den kann man bauen. Was noch? Den kann man bauen. Wunderschön. Alles bauen, was dieses Zeichen hat. Gibt uns Kann-Erfahrungspunkte, nennen wir die mal. Sehr schön. Noch 2. Schade. Wie viel fehlt eigentlich? 400. Könnte ich eigentlich ein bisschen vollballern, ne? Könnte ich. Auf Level 4 pushen. Kiefernholz brauchen wir dafür. Überall Kiefernholz, ne? Wo ist denn das? Wo ist unser Kiefer? Da, Kiefernholz. Normales Holz. Normale Eisenstein. 1:1. Ne, 3 zu. Oha. Oh, ich habe davon genug. Ja, 1:1. Wieso nicht? Ich habe fast 250. Mach mal. Umwandeln. Yes. Ah ja. Sieht doch gleich besser aus. Wunderschön. Lila immer wichtig.
So. Sind wir schon 4? Oh, 1 fehlt. Wunderschön. Oh, jetzt haben wir sogar 3 frei. Sehr schön. Was haben wir noch? Perfekt. Zack. Zack. So leicht. Machen wir Urgestein. We have put in. Einsammeln. Wunderschön. Haben wir 1 zum wieder machen? Okay. Und hier ist auch nur einer. 6 Kiefernholz. Dann müssen wir morgen wahrscheinlich einen kaufen. Aber machen wir morgen, genau. Können wir uns billige kaufen. Hauptsache wir machen ein paar Punkte If nebenbei, you ever bis wir Stufe 5 sind. Yep. 1178, sehr schön. Sehr, sehr geil. Kantala, sehr geil. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ein bisschen Level up machen, wenn wir die Scheiße schon mal haben. Mittwoch, Samstag, Sonntag. Eigentlich Donnerstag, shit. Geht heute nicht, schade. Wir müssen auf jeden Fall unser Zeug aufleveln, Alter. Und das Zeug ist mega schlecht. Eigentlich unsere Leute auch. Ich kann auf 60 schon machen, glaube ich. Muss ich auch mal machen. Mir fehlen 6 davon, ne? Kann ich die herstellen? Muss ich mal gucken. Kann ich dann wenigstens sie auf 60 machen? Warte. Mondstadt. Dann gehen wir doch mal in Mondstadt. Machen wir kurz 6 Maskengrüne. Ja. So. Aufstieg. Perfekt. Läuft doch. So. Einsammeln. Sehr schön. Erreiche Stufe 60 für diesen Charakter und Abenteuerstufe Stufe 35. Okay. 35, dann kann ich einen Stern weitermachen. Sehr schön. Dann leveln wir dich erstmal auf 59 aus. Zack, 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 zack. So. Kriegst wenigstens noch ein bisschen Erfahrung. Für alle, die wir kaputt machen. Genau. Was brauche ich, um dich hochzumachen? Habe ich da schon was? Oh, 4 von den und 3 davon. Wie sieht es bei Rosaria aus? Was haben wir da? Oh, da habe ich schon. Ah, die Walbeeren fehlen aber. Aber ich weiß, wo die gibt's. Trotzdem davon fehlen mir 4 Stück. Katastrophe. Noel? Bestimmt auch nichts, oder? Katastrophe. Ey. Kicking auch. Barbara sowieso. Katastrophe.
Das ist so, wenn man nachher ganz halt arm ist, nichts hat. Was ist mit euch schon wieder? Wollt ihr mich schon wieder verkackeiern? Wahrer Schatz. Hey, mach mal Kli. Zwischendurch. Ich habe mir jetzt angenommen. Wer ist der stärkste vom Monster? Weiß ich auch nicht, Kli. Egal, ich habe dich kurz angenommen. A34 und Kli müssen wir machen. Er kann ja eh nicht freischalten. Fehlt ein Intelligenzschlüssel. Hauptsache steht da, um mich zu nerven, gell? Aber, was wir machen können, wir machen weiter mit... Geht's in Ruinen? Garni und Land? Nee, das war nicht, was ich wollte. Da. Die fehlen noch 2 Materialien. Gehen nur zur Baustelle und frage danach herum. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Machen wir die Quest weiter mit Shenhe. Shenhe, meine Liebe. Ich komme ja schon. Keine Kisten. Nirgends. Leider nicht. Ah, fangen die schon an, hier alles zu bauen, ne? Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Byron doesn't know? Hey, Beidou, doch, wir haben sie im Team. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Die Chillerin. Uns lässt sie schaffen. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beidou, Captain of the Crux. Captain of the Crux. Beidou? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yun Jin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Ich habe die nie wirklich gespielt, weil ich die erst voll spät bekommen habe. Und da habe ich eigentlich gar keine 4 Sterne-Charaktere mehr gespielt. Greetings. Deswegen kann ich nicht viel zu ihr sagen. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Das ist Master Shenhe. 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 I am their friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all,
I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Hast du Papi gefragt? Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Oh. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? Einfach alles dreimal finden, oder? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Sie wollte alle ausschalten, ne? Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Lass uns gemeinsam hingehen. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Machen wir einen Kampfschrei. Nix. Schade. Okay, let's go. Okay. Wait, what question are you gonna ask Ningguang, Yun Jin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Auf zum Wunderkern. Ich komm ja schon. Stress mich nicht. Ich bin leicht reizbar. Gefährlich. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yun Jin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yun Jin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yun. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. Ein Superstar. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? Ich weiß nicht mal was. No, we were gonna ask you what kinds of ore we need.
Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Sternsplittererz. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Wie sollen wir es dann finden? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Aber sofort. Ich mach doch keinen Umweg für dich, Miss Yun Jin. Hab meinen Namen gelesen und schon vergessen. Shenhe? Oh, da war ich auch noch nicht. Egal, da fliegt man hin. Da fliegen wir doch hin. Da fliegen wir doch hin. Können wir auch den Teleporter aktivieren? Hä, war ich nicht da unten schon? Oder bin ich von da irgendwo anders hingeflogen? Oh, ich glaube, ich bin von da hingeflogen, oder? Egal. Kriegt man doch alles hin. Oh. Was gibt's dort? Was ist davon sonst? Boom. Mach mal alle kaputt hier. Oh. Sehr schön. Komisches Loch. Geht doch. Dankeschön. Trinke gleich. Glück gehabt. Okay, muss man drüber sterben. Hat man mir wieder weggenommen oder was? Irgendwie waren hier 3 Steine, aber ich habe nur 2 Sterne bekommen oder was? Fake News! Machen wir nochmal 3. Geht doch. All in a day's work. Wunderschön. Keine Ahnung. Du was gibst. Auch nix, schade.
Hier muss irgendwo ein Geokokolus sein. Das sieht doch schon mal gut aus. Ah ja. Dankeschön. Easy. I'll keep this close. Mach das. Mach das, meine Schöne. Ich glaube, da geht noch. Okay. Die prügeln wir auch jetzt kaputt. Gib mir das ganze Schleimkondensat. Geht auch. So, gehen wir jetzt weiter. Mach mal erst den Teleport, Teleport, bing, bang, 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 bang. Ich krieg den Opening von Meshel nicht mehr aus dem Kopf, den Season 2. Ding, ding, bang, bang, bing, 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 bing. Überall auf TikTok, hey. Ist aber irgendwie fresh und geil. Kann man nichts sagen. Teleport, ich bin schon da. Hello. It's me. Your only friend. Who was wondering. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. Die göttliche Jungfrau der Verwüstung. Ich glaube, es war Shenhe, The oder? Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." Doch, ich glaube, es war die Geschichte von Shenhe. What a nasty piece of work. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No, don't do it, little girl. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. Doch, das war über Shenhe. And so,
destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Schau zu Shenhe. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Arme Shenhe. Gehen nämlich langsam wieder an die Quest. Ich glaube, so ihre Story war nicht so heldenhaft. Eher traurig, wenn ich mich nicht irre. Aber genau was da nochmal war, keine Ahnung mehr. Sternenstein. Da sehe ich doch schon was glitzern. Hello? Einer? Ah ja. Ich sehe doch durch die Büsche was. Und ich höre auch was. There should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ich komme, Mr. Local. Hello. Hey, there really is someone here. Yun Jin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Das ist Is ein he Zombie. trying to tell us to look for clues in the village? Well, Shenhe, Yun Jin, let's have a look around. Let's go. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. Ist ein Geist wahrscheinlich, If oder? that's okay with you, Uncle Mingjin. It's Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. And this place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhe? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Alter, was will er gegen Shenhe machen? Diesen Monster. Okay, then let's see what we can find in this village. Meine Monster-Waifu. Sie wird mich von allem Bösen beschützen. Ja, Shenhe. I came back Beschützt here mich. once before, a few years ago. Alone. I hid it from Master at the time. It was deserted then, too, except for a few low-life bandits. Everyone and everything I remembered was long gone. But as people were passing by, they stopped to admire me. They praised me, telling me I gave off the aura of an Adeptus. I tried explaining to them that I wasn't an Adeptus, just an ordinary person who came from this village. But no one believed me. When I saw how run down all these houses were, I felt at a loss. It was like I took a look at the world and, on the surface,
It looked like a vast realm with so many places I could go. Then I looked a little closer, and there was nowhere for me to go at all. Suddenly, so much time has gone by. Everything has changed. Last time I visited, I felt so upset. But today, I don't know why, but it feels different. It is easy for your mind to run wild when you are alone. But this time, you are with your friends, aren't you? Yes, my friends. Shenhe, für dich will ich alles tun. Shenhe, Shenhe. Wenn ich dich an Banner gibt, dann ziehe ich auf jeden Fall. Da werde ich alles für dich tun, Shenhe. A little dusty. Best give it a spring cleaning. What's this? Ey, so viel werde ich nicht lesen, du. Ist ja Katastrophe. Aber ich mache langsam für die, die es lesen wollen. Lalalala. Ich lese doch. Der Arzt hat gesagt, du siehst schwer krank aus. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles geben, was ich habe, um dich zu retten. Mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie du immer erschöpfter wirst und deine Krankheit nicht mehr zu behandeln ist. Wie sehr wünschte ich könnte den Schmerz für dich ertragen. Du hast gesagt, dass du in diesem Leben nichts bereust und dass du dir nur wünschst, dass ich mich gut um Shenhe kümmere. Aber wenn nichts bereust, warum die Tränen? Ja, ich wollte es nur lesen wegen Shenhe, weil ich da kurz Shenhe gelesen habe. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit getan habe. Obwohl ich noch atme, fühle ich mich komplett ausgelaugt. Ich habe alle alten Texte gelesen, die ich in den Fingern bekommen konnte, um nach Wegen zu suchen, dich zu retten, aber es ist völlig sinnlos. Endlich habe ich es gefunden. Es war Ming Jun. Er hat das Buch, das dich retten könnte, versteckt gehalten. Ich nahm es und folgte den Anweisungen, um einen Gott zu beschwören und ein Opfer darzubringen. Der Gott erschien. Er sagte ihm, dass ich bereit sei, mein Leben gegen deines zu tauschen. Er schwieg und zeigte nur auf unsere Tochter Shenhe. Der Gott sagte, ihr Schicksal sei es, den Fluch des Unheils zu tragen und dass sie dazu neige, denen, die ihr nahestehen, Schaden zuzufügen. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Dass es nun einmal so war, dachte ich, ich habe sie in der Höhle zurückgelassen, die der Gott erwähnt hatte. 3 Tage sind vergangen und immer noch keine Nachricht. Das Warten macht mich unruhig, ein unverheiltes Gefühl befällt mich. Es tut mir leid, meine Liebe, verzeih mir. Du auch, Shenhe, bitte verzeih mir, wie dumm ich war, wie blind. Ich möchte mich bei euch beiden entschuldigen, persönlich. Alter, das ist ja mega traurig, Alter. Alter, ist sie gestorben? Der böse Dämon, der anscheinend Gott war, hat gesagt zu Shenhe, er sollte zum Typen, zum Vater, ihr sollt Shenhe in der Höhle lassen. Und dann hat er gemerkt, dass es ein Böser war. Und hat sich selber Ping-Pang gemacht, ne? Alter. Das ist die wahre göttliche Jungfrau der Verwüstung, vermute ich. So, Shenhe is the divine damsel? Sieht so aus. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Eiskalt. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Ja. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Die arme Shenhe, echt, hey. Waifu, ich komme. Ich heile dich. Was ist da drin?
Früher lebte im Osten des Dorfes eine So it seems that Exorzistenfamilie. Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. Früher lebte im Osten des Dorfes eine Exorzistenfamilie, aber innerhalb von 2 Wochen starb die Mutter an einer Krankheit, die kleine Tochter wurde vermisst und kurz darauf erhängte sich der Vater von einem Baum im Hof seines eigenen Hauses. Es wurde bestätigt, dass die Überreste eines bösen Archons in dem Dorf gefunden wurden. Die Dorfbewohner sind in Panik, da niemand sicher ist, ob die Überreste des bösen Archons endgültig verschwunden sind. Sei vorsichtig, wenn du dich in diesem Gebiet aufhältst. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Alter, hat Shenhe als Kind einen Archon getötet? Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjin. Aber die haben ja auch am Anfang gesagt von der Story, dass die Archons sich gefallen sind wie Fliegen am Anfang. Und nur noch 7 übrig sind, ne? Oder bestimmt gibt es mehrere, aber 7 regieren die 7 jetzt. Krass. We looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. Da hoch muss ich, okay. Ab nach oben. In die gute Stube. This is it. Die in Geheimessenzerz, Alter, was für ein Name. Eingravierte Magie lässt nicht so leicht nach. Manche glauben, dass dieses Gestein eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten ist. Geheimessenzerz zu finden ist jedoch nicht einfach. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Legenden besagen, dass du Geheimessenzerz finden kannst, wenn du in der Dämmerung in der Mitte des Sees südlich des Tianberges stehst und in die Richtung der untergehenden Sonne schaust. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Dann machen wir das. Ich nehme mal den Krollapis mit. Der da irgendwo rum chillte. Da ist er. Someone needs assistance. Oh, das ist ein Seeli. Seeli, ich komme. Alle sind verlassen, außer dieses eine Haus. Darauf komme ich schon mal nicht. Weil der Seeli ist mega weit oben, oder? Wie komme ich da hoch? Mein Kumpel Seeli, wie komme ich zu dir hoch? Nee, da hoch komme ich nicht, oder? Nope. Mein Seeli-Kumpel. Sag mir doch, wie komme ich zu dir? Ohne Stress. Ohne Stress. Hä, wo ist denn jetzt? Alter, jetzt. Alter. Reg mich nicht auf. Du Katastrophenseeli. Alter, wo fliegt denn das schon wieder hin? Schon gefunden. Kein Problem. Hätte das Besseres geben als diese 2 Urgesteine. Best give it a spring Ne, cleaning. 5 gibt die. Ui, sehr schön.
One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Aber trotzdem, sein eigenes Kind zu opfern. Krank. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Sagt nichts, geht einfach. Eiskalt. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. Ich glaube auch. Shenhe, du bist eine Maschine. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yun Jin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Palme. Hier waren gerade ein paar Emotions. Und du hast sie zerstört. Die guten Emotions. So, ich soll in die Mitte vom See. Und in der Mitte vom See muss ich in der Abenddämmerung stehen. Warte bis zum Sonnenuntergang. 17:30 Uhr. Errungenschaften. 5. Das war's. Nee. Irgendwas habe ich noch bekommen. Ja, was? Da. Wunderschön. Oh, 1000, ach 400. Was haben wir Schönes? Was haben wir Schönes? Ah, warten wollte ich. 17:30 Uhr. Haben wir fast.
Suche nach dem Geheimerz. Oh, da. That's everything we need! Let's head back and report in! Wunderschön. Simon's curious if Beidou's made any progress. Ich will nicht sagen, ob das Xiao. Ich habe Angst, wenn ich ihn anspreche. Trigger ich einen anderen. Mission, oder? Hey, buddy. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Gefahren des Meeres? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Xiao ist also... Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Chillst du immer hier? Oder was ist jetzt mit dem Mission zu tun? Ich habe mich gerade gewundert, warum er einfach hier so chillt und steht. Okay. Ich schalte so. I'll catch up. Buddy. Someone needs assistance. Ist er hier oben? Schauen wir mal. Oh, jetzt bin ich zu viel gesprungen, glaube ich. Langsam hoch, langsam hoch. Nee, schaffe ich nicht. Kann ich nicht irgendwo chillen in der Runde? Komm, 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 komm. Nee. Nein, nein! Was rutscht jetzt runter? Wieso? Das sieht doch ein bisschen besser aus. Da müsste ich gleich ausruhen können. Sag ich doch. Oh, jetzt ist es sehr gefährlich. Weil ich ein bisschen gierig wieder geworden bin mit dem schneller hoch. Katastrophe. Komm, halt durch, meine kleine Noel. Yes. You sure? Noch höher? Ah, Mann, ey. Ich hab doch nichts mehr zum Laufen. Keine Ausdauer, nix. Sehr schön. King schießt auch hier. Beautiful. Einfach nur beautiful. Sehr geil. So.
zu unserem Kumpel. Oh, good. So, are they okay? Ja, ja, stimmt. This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? Oh, wir sind das A-Team. I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? Wir haben noch Shenhe. I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Nice. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Ich bring dir alles bei, Shenhe. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Gut gesagt. Thank you. Beidou ist auch eine gute Waifu. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Habt ihr alle toll gemacht? Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. So sieht's aus. Let's go. Wo mein Herz mich mich hinführt. Where my heart lies. Wo ist es? Letzte Walkening. To where my heart lies. Oh, excusez-moi. Let me through. My name is who? Ich hab mal Ui. Ist jetzt höher geworden? Oder ist hier was zusammengebrochen? Oder wieso sieht es hier so komisch mit dem Holz aus? Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? Ja, ja, wir sind Maschine. Schau mal unser Team an. All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yun Jin, and Beidou. Maschine. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far. Schnauze I'd voll. like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Nichts leichter als das. Where's Beidou?
Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Auf nach oben. Back to the Jade Chamber. Wunderschön. Dankeschön. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Auf geht's. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Super. Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? Nice. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can... Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. Natürlich. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. Auf jeden Fall. You're next. What is your question? Na was wohl? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Dass die mal nicht was weiß. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Jetzt kommt's. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. 10 Millionen Mora. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Einer von uns, einer von uns. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see.
Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Aber ich will. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Tevat. Da muss ja wohl viel größer sein. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Los geht's. Beautiful. Steigt nochmal auf. Okay. Habe ich voll vergessen, dass ich mal nochmal gucken muss. Muss ich hier kurz Beine schlagen? Krieg ich hin. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beidou. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepta. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! Ui. Diesmal viel mehr Ballistas, ne? Kitsching. Mach Kitsching. Nice. Beidou. Ah, meine Weiße. Mega. Gib ihm. Alter. All hands! Tsunami incoming! Jetzt kommt's. Alter. Wo schillert's da? What's that? Schüler. Wait! A giant wave! Scheiße. Voll erwischt. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back.
The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Komm, Shenhe. Zeig's dir. Ich mag Shenhe. Gib ihm. Ich finde die Bombe. What's up? Nix da. What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Okay. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. Schnell, du bist Maschine. Komm. Wo sind die anderen Köpfe? Sag ich doch. Unleash! Wo sind meine Kumpels hier? I must leave no stone unturned, as a good knight should. Obey! Unleash! Cryo incarnate! Freeze it! Mal Freezening. Based. Wir basten dich jetzt. Obey! Manifest! Shit down. Geht auf. Wo sind die Köpfe? Komm jetzt her. Komm nicht raus. Kommt ihr Witzfiguren. Prügelt euch mittelreich. Easy. Sag ich doch. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Alles in Ordnung? I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. Hauptsache dir geht's gut, meine Shenhe. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry.
She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Ooh. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyun Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Shenhe hat es auf sich genommen, uns zu beschützen. Genau wie die Heldin der Oper. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Ich liebe dich, Shenhe. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Nicht schlecht für so mickrige Menschen, oder? Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Komm, ich mag dich auch. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. Wenn ich sie nur jetzt direkt in meinem Kader haben könnte, ich wäre so In glücklich. fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. Ist wie die Mutter, echt. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Bisschen Stein. Nachtjade. Beidou's favorite.
Hey, King, was geht? The Millilith's casualties are within the range we expected. But in hindsight, there were still flaws with our plan. If we'd had more time, we could have built a barrier here to absorb the impact of the waves. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. We were fortunate to have your assistance this time. Thank you. No problem, King. Und da hinten sehe ich einen Tempel. Ein Schrein der Tiefe. Müsste das hier sein? Wunderschön. Markiert. Ja, das ist der. Gut markiert, dass ich es weiß. Da muss ich später hin. Oh, Jade. Christian. Sehr schön. I'll catch up. Geht zum Jadegemaches und unfreiwilliges Opfer. Wahrer Schatz. Wo muss ich hin? Ah, da. Kann ich da direkt? Ja, ja. Geht doch. Ich komme ja schon. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt eine Rockballade? Oder Baby Metal? Du, du, da!
惯到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听，写到为民人不是，自有知音多情存，功名烈烈见了心，只知不愁心。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。Ein Hoch What auf did you Shenhe. think? Personally, I thought I sang rather well. Nicht meins, aber ja. Kann man annehmen. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. No problem, Shenhe. You're welcome. Thanks to you, the divine damsel of devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Oha. Das ist meine Shenhe. Uh-oh. This feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Es scheint, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Meine Waifu. Ich mag dich immer mehr. Beautiful. Ewige Quest für 60 Uhr gestalten. So muss es laufen. Hart erarbeitet. You've made an exceptional contribution toward the building of the new Jade Chamber. I will not forget this. I shall be sure to repay your kindness at an appropriate juncture. Ich will 100 Millionen Mora. Now that I think about it, I'm glad Master sent me here to deliver the sigils. Otherwise, I wouldn't have had the chance to meet you. Wir werden heiraten, ich weiß jetzt schon. I'm sure I have much to learn from you in the future. Ja. To act, one must first feel. After our trip to Mount Tianheng together, I felt much more in touch with the character today. I believe I was able to deliver a more profound performance because of it. Next time I have a new opera, may we study the character together again. Neue Quest oder was? Nee, sind noch 3. Hier unten ist was Neues. Sprich mit Liu Su. Irgendwas scheint TK Liu Su von Theos hier zu beunruhigen. Ist keine wichtige Quest. 1000, noch 320. Schade. Achso, Kapitel 4, Kapitel 1, Akt 4. Gibt 116 so ein verwobenes Schicksal.
Wir müssen aber jetzt noch schnell Dailies machen. Das ist wichtig. Die guten Dailies. Zählt auch nochmal 60. Oh, Attacke. Judgment. Nichts ist wichtiger als Dailies. Dailies. Die geben schnelle 60. Schneller als jeder Auftrag, den ich ausführen könnte. Ui. Ich alleine? Ja, nice. Drücken die Scheiße zu bleiben. Sehr gut. Bye bye. Ich hoffe, sie kämpfen. Oder zählt am schnellsten. Aber schau mal. Schalalalala. Ich bring die Scheiße rein. Schalalalala. Oh nee. Boom. Sehr schön. Ein bisschen heilen. Bin fast am Arsch hier. Der eine brennt ist auch sehr gut. Irgendwas brennt, nur nicht der. Okay. Und fertig. Nochmal 3. Jetzt bin ich mit der Säge. Oh, schon wieder Schild. Hey, Kumpel. Wow. Geht doch. Zum Kotze. Was aber noch? Perfekt. Gleich hier und da. Und auch Gegner. Wunderschön. Steady as stone. Time to clean up. Healing, healing. Someone needs assistance. I'll catch up. Nur für da oben. Starball! You can't run. Punishment. Und den haben wir den. Ein kleiner. Ein kleiner Abgrundmagier. So. Müssen wir da hoch. Kriegen wir auch locker hin. Ich hoffe auch im Kampf. Gehen ruckzuck. Ruckedi zuckedi. Babada buckedi. Was haben wir da? Eidechse. Der Abenteuer braucht mal Mut, sprich mit Patschi. Das ist ein Tann. Oh, Kiefer.
Ey, Patschi. Neugierige Patschi. Bei Abenteuern läuft nie alles glatt. Wenn du weiter so lange brauchst, wirst du keine Fortschritte machen. Selbst wenn Ihr Plan nicht perfekt ist, sollten wir uns immer noch auf alle Eventualitäten vorbereiten. Worüber streitet ihr euch denn? Ich bin ein Forscher, der alte Ruinen untersucht und möchte mich im Tempel der Tausend Winde umsehen. Daher bin ich nicht gut auf Situationen, in denen es zu Kämpfen kommen kann, vorbereitet. Dulan hier meint, er sei ein waschechter Abenteurer und hat die Untersuchung des Tempels übernommen. Ich will ja nicht sagen, dass Dulan nicht dafür geeignet wäre und ich weiß auch nicht, dass die Ruinenwächter wirklich lästig sind. Er will aber die ganze Zeit nur an seinem perfekten Plan arbeiten und sich nicht mit mir besprechen. Forschen, untersuchen, anpassen und dann wieder untersuchen, forschen und anpassen. Das halte ich nicht aus. Eben hat er wieder eine Spur gefunden. Neben dem Tempel gibt es ein Lager voller Monster. Willst du das Lager säubern? Selbst wenn wir es nicht in den Tempel schaffen, hört er dann vielleicht wenigstens auf zu labern. Ja, natürlich. Komm. Das regeln wir kurz. Wow. Schalalalala. Patsche, ich komm zurück. Oh. Someone needs assistance. Ein Haufen nichts. El Patschi. Ich komme. Ja, keine Monster mehr. Sehr gut. Dann werde ich jetzt mit ihr besprechen, was wir in den Tempel kommen. Diesmal wird es keine Ausrede finden, um weitere Besprechungen zu führen. Kein Problem. Habe ich doch gern gemacht. Dusty. Best give it a spring cleaning. Wo muss ich hin? Da. Holen wir noch ein bisschen Fisch. Alter, ich langsam neuen Fisch erwischt. Paar Gegner. Schön außenrum. Wir nehmen die Bärchen mit. Und die Echse. Und dann klatschen wir kurz ein paar Gegner weg. Bom, 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 bom. Bom. Immer das gute Starfall. Vielleicht kommen nochmal 3 Gegner. Dann haben wir die aber auch schon mal. Sehr schön. Wie? Schon wieder mit Schild. Komm. Geht doch. Komm. Geht doch. Jetzt können wir schnell kaputt machen. Letzte? Ne, noch 2. Ihr 2. Voll daneben. Noch einer. So. Ja. Schalten wir aber auch frei.
Ja. Aber nicht starten, ne, dass du freigeschaltet bist. So. Die kann ich eher schon 2 Abenteuerlevel abschließen. Oder weniger. Ja, nur noch ein knapp. 5 und 10. Boah. Ich schwimme ja schon in den. Bald haben wir wieder ein 6. Bin gespannt, wenn ich versuche. Du. Ad Astra Abyssosk. Thank you for Ich muss auch danken. Das ist Nummer 20. Sehr schön. So. Das brauchen wir noch 250 knapp. Auch sehr schön. So, aber Leute, danke fürs Zuschauen. Hier war Roby von R&R Production. Wir haben Genshin Impact gespielt. Part 32 muss es gewesen sein. Hier sind wir schon weit. Auf jeden Fall, subscribe, kommentiert und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao, ciao.